Hallihallo, ihr Lieben! Ich bin gerade auf dem Weg zu einem ganz besonderen Kraftort, der Drei-Beten-Quelle im Mühltal, von der viele Menschen glauben, dass sie Heilkräfte hat. Auch wenn das Gesundheitsamt vom Trinken des Wassers abrät. Dass die Verehrung der drei Beten hier nicht so ganz im christlichen Stile abläuft, sieht man an den Wunschspendern, die Menschen angebracht haben und von denen es früher viel mehr gab, die nun aber größtenteils entfernt wurden. Gerade in England, wo ich einige Zeit gelebt habe, ist es in Gegenden mit starkem keltischen Einfluss nach wie vor ein beliebter Brauch, diese Wunschspender in Zusammenhang mit einer Bitte an die Geister des Ortes anzubringen. Und genau darum geht es in diesem Video. Wer sind eigentlich die Beten? Wer sind die Geister dieses Ortes, nach denen die Quelle benannt wurde? Ich möchte euch deshalb gerne einladen zu einem wunderschönen Spaziergang entlang der Würm, während wir ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen. Der Name der Würm übrigens, so vermutet man, kommt vom keltischen Ausdruck Vermina, was die schnell strömende bedeutet. Doch es gibt auch Stimmen, die sagen, dass der Namensursprung sogar vorkeltisch sein könnte und somit zu den ältesten Gewässernamen Deutschlands zählt. Daran sieht man, dass die Gegend schon seit vorchristlicher Zeit besiedelt war. Und somit erstaunt es mich auch nicht, dass es hier eine Drei-Beten-Quelle gibt. Denn höchstwahrscheinlich sind die Beten ebenso vorchristlichen Ursprungs. Bei den Beten handelt es sich um drei heilige Frauen. Bereits seit der Antike kennen wir diese weibliche Dreizahl in Form der nordischen Nornen, der römischen Pazen und der griechischen Mäuren. Die Beten sind unter verschiedensten Namensvarianten bekannt. In der Dorfkirche von Leutstetten, die irgendwie immer abgeschlossen zu sein scheint und die nur ca. 10 Gehminuten von der Quelle entfernt liegt, werden sie als Einpett, Bärpett, das kann man nicht mal aussprechen, und Vierpett bezeichnet. Doch die häufigsten Namensvariationen sind Einbeet, Wahbeet und Willbeet. Und genau hier liegt das Problem. Die Namen der Beten klingen im wahrsten Sinne des Wortes so unchristlich und altertümlich, dass man sich wundert, woher sie kommen. Ebenso findet man die Damen auf keiner offiziellen Heiligenliste. Dennoch kennen wir ihre Namen von Altarbildern, Steindenkmälern und Aufschriften an Holzfiguren, sowie in Urkunden und Kirchenbüchern. Es scheint fast so, wie wenn sich da jemand klangheimlich eingeschlichen hätte und unter christlichem Deckmantel weiterlebt. Dazu gibt es eine nette Anekdote aus dem Buch Der Kult der drei heiligen Frauen, wo die beiden Autoren beschreiben, dass manchen Klerikern die seltsame Betenverehrung ein Dorn im Auge war und sie diese lieber durch andere und christlichere Frauendreiheiten ersetzt hätten. Mancherorts mag das auch funktioniert haben, nicht erfolgreich war die Verdrängung
in einem kleinen Bergdorf in Südtirol, wo die Beten durch die abstrakte theologische Dreiheit von Fides, Spes und Caritas ersetzt werden sollten, was lateinisch ist für Hoffnung, Glaube und Nächstenliebe und die christlichen Grundtugenden widerspiegelt. Der Auslöser war, dass ein Prediger aus dem Nachbardorf von der Kanzel gegen die Verehrung der 3 heiligen Jungfrauen seiner Nachbarn wetterte. Diese seien keine Heiligen, sie trügen heidnische Namen und seien Heidenen gewesen. Er hat sich wohl ein klein bisschen zu sehr aufgeregt, denn daraufhin erblindete er, und erst als er seine Schmähungen bereute und widerrief, wurde er wieder sehend. Ja, und was lernen wir aus der Geschichte? Schmähe niemals Heiden nicht. Nun stellt sich automatisch die Frage, ob es auch in unserem Kulturraum einen heidnischen 3-Frauenkult gab, ähnlich der bereits erwähnten römischen, griechischen und nordischen Schicksalsfrauen, welcher das Vorbild für die Beten sein könnte, die gerade in Bayern, Tirol und am Rhein hoch verehrt waren. Vorweg möchte ich sagen, dass die römischen Pazen ursprünglich Geburtsgöttinnen waren, die eng mit Schwangerschaft und dem Mutterwerden in Verbindung standen. Erst durch die Angleichung an die griechischen Mäuren wurden sie zu Schicksalsgöttinnen. Ich denke, das ist eine wichtige Info, die wir im Hinterkopf behalten sollten. Vor allem, weil wir jetzt gleich über den Matronenkult sprechen werden, von dem man glaubt, dass er der prägende Einfluss für die christlichen 3-Frauenkulte, wie die Beten sein könnte. Gerade in den ehemaligen römischen Provinzen Gallien, Britannien sowie Ober- und Niedergermanien fand man hunderte Votivsteine, die den Matronen geweiht waren, einem keltisch-römischen Mutterkult, der in der Dreizahl auftrat. Gerade die Rheingegend war ein absoluter Hotspot dieses Göttinnenkultes. Vielleicht auch, weil dort viele römische Soldaten stationiert waren, um die bösen Germanen östlich des Rheins fernzuhalten, die man nicht erobern konnte. Doch die Römer hatten auch etwas Gutes. Gerade in der römischen Kultur war es ein beliebter Brauch, Votivsteine als Zeichen des Danks und des Glaubens zu errichten. Nur dadurch wissen wir, dass es den Matronenkult gab. Die Gegend, wo man viele der Matronensteine fand, ist auch jene Gegend, wo sich später im Mittelalter die 3 heiligen Jungfrauen unter den Namen Einbede, Warbede und Willbede großer Beliebtheit erfreuten. Zufall oder nicht? Bemerkenswert ist, dass obwohl es so viele Matronensteine gibt, kein einziger römischer Gelehrter diese Göttinnen in seinen Schriften erwähnt hat. Dies zeigt, dass es sich bei den Matronen eher um einen Kult der einfachen Menschen, der Handwerker, Bauern, Kaufleute und rangniederen Soldaten gehandelt hat. Mit ihren alltäglichen kleinen und großen Nöten, was auch die Namen der Stifter auf den erhaltenen Denkmälern bezeugen. Der Kult der Mütter war zu unbedeutend für römische Gelehrte, die oftmals aus der Aristokratie und Oberschicht kamen, um sich mit den niederen Gottheiten des Volkes zu beschäftigen. Vor allem, wenn es sich um einen Kult der einheimischen
barbarischen Bevölkerung gehandelt hat, in den eroberten Provinzen fernab von Rom, wo der keltische und germanische Einfluss sicherlich noch stark war. Vielleicht spielte auch die patriarchale Ausrichtung der römischen Gesellschaft eine Rolle, wo der Mutter und Ehefrau eine untergeordnete Stellung zukam. Nachdem wir nun leider keine schriftlichen Aufzeichnungen haben, können wir uns nur die Symbolik der Votivsteine sowie die Inschriften ansehen, um etwas über diesen Mutterkult zu erfahren. Es scheint so, wie wenn es viele unterschiedliche Matronenkulte gab, die einen starken lokalen Charakter hatten, indem sie Beinamen trugen, die sie mit einer Stadt, einer Region, einer Sippe, einer Gruppe von Menschen, aber auch mit landschaftlichen Merkmalen wie einem Fluss verbanden. Dadurch werden sie zu Stammesmüttern und Ahnfrauen derer, deren Namen sie tragen. Somit wandten sich die Menschen an diese Muttergöttinnen um ihren Schutz und ihre Gunst für ihre Familien, für ihr Eigentum, für beruflichen Erfolg und ihre Gemeinschaften zu erflehen, aber auch um Hilfe, Beistand und Errettung vor Krankheit und Gefahr zu erbeten. Die Matronen galten somit als Hüterinnen des häuslichen und privaten Lebens sowie der Fruchtbarkeit. Auffallend ist, dass es leichte Unterschiede in der symbolischen Darstellung der Frauen gibt. So fallen die beiden Außensitzenden durch große, haubenartige Kopfbedeckungen auf, wodurch sie reifer und älter wirken, als die Frau, die mit offenen Haaren in der Mitte sitzt und dadurch einen jugendlichen Ausdruck bekommt. Könnte es sein, dass sie von ihrer Mutter und Großmutter flankiert wird? Oder könnte sich in der Symbolik sogar die unterschiedlichen Mondphasen widerspiegeln? Der Mond spielte sowohl bei den Kelten als auch Germanen in ihrem Glaubenssystem eine so wichtige Rolle, dass sie Zeiträume nach Nächten und nicht nach Tagen berechneten, sowie Versammlungen und Rituale nach den Phasen des Mondes ausrichteten. Dass es eine Verbindung zwischen dem Mond und Fruchtbarkeit gibt, sieht man in alten deutschen Kinderliedern, wo der Mond als Frau besungen wird, die dem Kind die Brust geben soll, damit es gedeihe. Und vielleicht könnte sich in den Matronen auch die Mondin in ihrer heiligen Dreifaltigkeit widerspiegeln. Kommen wir nun auf die christlicheren Versionen zu sprechen. Wie bereits erwähnt, war die Betenverehrung vielen Kirchenvätern mehr als suspekt. Somit hat man versucht, diesen Brauch aus der Volksfrömmigkeit eher zu verdrängen als zu fördern. Deshalb wissen wir im Vergleich zu anderen christlichen Frauendreiheiten über die Beten leider relativ wenig. Und wie gesagt, sie kommen auch in keiner offiziellen Heiligenliste vor. Ein kleines bisschen wissen wir dennoch über sie. In dem Nachschlagewerk Die Religion in Geschichte und Gegenwart wird erwähnt, dass die Beten vor allem in Geburtsnöten und um Kindersegen angerufen wurden, ähnlich der Matronen und der römischen Parzen in ihrer Ursprungsform als Geburtsgöttinnen. An christlichen Drei-Frauen-Kulten mangelt es nicht, und viele sind Schirmherrinnen für diverse Frauen- und Fruchtbarkeitsthemen wie Schwangerschaft, Geburtshilfe, Landwirtschaft, Ernte und Kämpferinnen für die Sippe.
Doch auch Themen wie Krankheit und dessen Heilung sowie Tod und Sterben gehören in ihr Metier. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie viele heilige Quellen mit weiblichen Heiligen in Verbindung stehen. Dies zeigt, dass das Volk den Bezug zu diesen heiligen und heilenden Frauen nie verloren hat, wenn auch diese nun in christlichem Gewand erscheinen. Auch in vielen regionalen Sagen kommen häufig 3 mystische Frauen vor. Hier treten sie oftmals als 3 weiße Frauen, 3 Spinnerinnen, 3 Schwestern, 3 Jungfrauen oder aber auch in Form einer schwarzen, einer weißen und einer halbschwarzen und halbweißen Frau auf. Die beiden Autoren des bereits erwähnten Buchs über den Kult der 3 heiligen Frauen beschreiben, dass es 2 unterschiedliche Sagenkreise gibt. Einen, wo die Frauen als wohlwollende, helfende und schützende Mächte wahrgenommen werden, die bei ländlichen Arbeiten wie Spinnen, Weben und Buttern helfen, bei Krankheit und Geburtsnöten sowie Kinderreichtum bescheren können. Doch es gibt auch einen Sagenkreis, wo aus den 3 segnenden Frauen verwunschene Frauen wurden, die in einem Schloss tief unter einem Berg gefangen sind und ein leidvolles Dasein fristen. Aus den hilfreichen Frauen wurden Butterhexen gemacht, die auf Butterfässern zum Brocken reiten. Hierin zeigt sich der Versuch, die einstigen heiligen Frauen zu dämonisieren und zu negativen Gestalten umzuwandeln, die nach wie vor in den Bräuchen, in den Sagen, Märchen und Volksliedern des einfachen Volkes eine große und starke Präsenz hatten. So erwähnte der Bischof Burchard von Worms um das Jahr 1020 herum diese 3 Schwestern in seinen Büchern und er hielt seine Priester an, die Menschen mit folgender Beichtfrage auszuhorchen. Hast du, wie dies manche Weiber zu tun pflegen, zu bestimmten Zeiten in deinem Haus den Tisch mit Speise und Trank gerüstet und 3 Messer dazu gelegt, damit die 3 Schwestern sich laben? Mit den 3 Schwestern waren natürlich diese mystischen 3 weißen Frauen gemeint, die man als wohlwollende und segensspendende Kräfte wahrgenommen hat, die gerade zur Mitwinterzeit, also der Zeit von Weihnachten, umhergehen und ihre segensreichen Gaben denjenigen dalassen und bescheren, die ihnen huldigen. Ein anderer Brauch war, dass man gerade in den Alpen diesen wilden Fräulein, wie man sie dort nannte, auf dem Berge Steine opferte. Also die sogenannten Steinmännchen oder Steinmandel, wie wir in Bayern sagen. Heutzutage dienen diese Steinmänner eher als Orientierungshilfe in weglosem Gelände. Doch dass sich dahinter ein heidnischer Brauch verstecken könnte, ahnen die wenigsten. So verbot der bereits erwähnte Bischof Burchard von Worms, er scheint sehr aktiv gewesen zu sein, unter Androhung schwerer Bußen, den Brauch, Steine zu Hügeln zusammenzutragen. Doch dies war nicht das erste Verbot. Bereits im 6. Jahrhundert gab es ein ähnliches in Verbindung mit heiligen Bäumen und Quellen, dass auch hier keine Steine zu Haufen zusammengetragen werden durften. Was kann man abschließend sagen? Ich denke, aus einer historischen Sicht wissen wir leider nur sehr wenig
über die alten heidnischen Religionen und ihre Ausübung. Doch für mich spiegelt sich gerade in diesen als unchristlich wahrgenommenen Elementen der Volkstraditionen, der Bräuche sowie dem Volksglauben ein lebendiges Erbe wider. Die einstigen Göttinnen und Ahnfrauen leben fort, wenn auch in einem anderen Gewand und innerhalb einer neuen Mythologie. So, das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt diesen kleinen Ausflug genossen und ich werde auf alle Fälle noch weitere Videos machen zu den 3 heiligen Frauen und euch auch ein paar dieser Orte vorstellen, wo sich eben Sagen und Geschichten um heilige Berge ranken, die in Verbindung mit 3 heiligen Frauen stehen. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, tschüss.